Anna Schneider ist jetzt bei mir, Weltchefreporterin. Anna, du hast mal drauf geschaut, auch wie wir in Deutschland über das Thema diskutieren. Vor allem das, was eigentlich jetzt mit den syrischen Flüchtlingen hier in Deutschland passiert. Und zumindest mein Eindruck ist auch, da ist momentan die ganz große Zurückhaltung. Kannst du das nachvollziehen? Ja, also wir haben die ganze Woche so Meldungen gelesen, dass alle warnen vor Dingen. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, über Dinge nicht zu reden, über die man nicht reden möchte. Und das beste Politikerslang in diesem Zusammenhang ist, ich warne davor, das zu verwenden. Ich warne davor, das in den Wahlkampf zu tragen. Ich warne davor, das populistisch aufzuladen und so weiter und so weiter. Und eigentlich muss man schon dazu sagen, dass eine Warnung vor politischen Inhalten politische Arbeitsverweigerung ist. Also man weigert sich ja irgendwie ein Thema anzugehen, ganz offensichtlich. Das ist die eine Hälfte. Und die andere ist, bei diesem Warnen, da geht ja irgendwie so ein Befehl damit einher, oder? Weil man sagt dann ja irgendwie den Bürgern, darüber machst du dir bitte keine Gedanken oder Sorgen, weil das quasi kannst du eh nicht lösen. Also es hat schon etwas sehr Entwürdigendes und Despektierliches fast. Und deswegen kann ich das eigentlich wirklich nicht mehr hören. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich Wahlkampfthema ist. Also aber nicht im negativen Sinne, sondern in dem Sinne, ich muss doch wissen, bei welcher Partei ich mein Kreuz mache am 23.02. Also in welche Richtung die gehen wollen, auch bei diesem Thema. Also deswegen finde ich das ganz falsch, immer zu sagen, das darf kein Wahlkampfthema werden. Ja, was denn sonst? Das ist eines der größten Themen, die uns beschäftigen. Migration im Großen. Ja, zugleich haben wir ja große Warnungen, was eigentlich passiert, wenn all die syrischen Ärzte und Pfleger aus dem System gehen. Aber man hat ja auch gesehen, dass zum Beispiel die Äußerung oder die Forderung von Jens Spahn, 1.000 € Prämie für alle Syrer, die nach Hause gehen, gleich auch für riesige Kritik. Total Shitstorm. Also in Österreich ist es zum Beispiel schon gang und gäbe, dass Menschen, die freiwillig auswandern, finanzielle Unterstützung bekommen. Und auch in Österreich, wo kein Wahlkampf stattfindet, ist man schon einen Schritt weiter. Weil da ist eben der Innenminister schon dabei, Rückführungs- und Abschiebelisten einmal erstellen zu lassen. Das heißt natürlich nicht, dass alle Syrer, die in Deutschland oder Österreich sind, auch wirklich wieder nach Hause gehen. Aber sich darauf vorzubereiten, was in den nächsten Monaten passieren könnte, halte ich für nicht ganz falsch. Und in Deutschland ist es wirklich offensichtlich unmöglich. Die Regierung oder der Regierungssprecher hatte diese Woche auch gesagt, auf die Forderungen der Union, nämlich eben auch so darüber nachzudenken, was man machen könnte in Zukunft. Na, das können wir jetzt noch nicht, weil das ist alles zu volatil. Also ich finde das wirklich schwierig. Aber meinst du, ist es politisch motiviert oder liegt es einfach daran, dass man jetzt weiß, man ist mitten im Wahlkampf, von der einzigen Ampelregierung ist nur noch der Rumpf übrig? Da kann jetzt eh nichts passieren? Beides vermutlich ein bisschen. Aber man hat schon, glaube ich, noch immer ein bisschen so Vorbehalte wie 2015 auch. Es klingt halt natürlich sehr negativ, wenn Jens Spahn sagt, ja super, jetzt 1.000 € und alle gehen. Man will nicht unempathisch sein, aber ich finde, wir müssten endlich schaffen, auch in der Migrationsdebatte einen sachlichen Ton hinzukriegen. Weil, und das ist ja die zweite Seite der Medaille, es ist nicht nur das Thema Migration, da hängt ja ein Rattenschwanz dran. Ein Rattenschwanz namens Sozialstaat, fairer Sozialstaat und Sicherheit, also diese essentielle Staatsaufgabe. Also wenn Menschen mitkriegen, dass von dieser Million Syrer, die im Land sind, die Hälfte Bürgergeld empfängt, natürlich wird da irgendwann die arbeitende Bevölkerung sich denken, ist ein bisschen unfair. Und dass die irgendwie gerne hätten, dass Politiker darüber nachdenken, wie man das vielleicht anders lösen könnte, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Oder Thema Sicherheit. Ich muss jetzt nicht alles aufzählen, aber Solingen zum Beispiel, wenn sich Leute wundern, warum wir nicht mehr Straftäter abschieben und irgendwie schon abfeiern, wenn wie viele waren es, 39 abgeschoben werden, einmal mit einem Flieger. So, also da hängt ja ganz viel mehr dran, als nur das Thema Migration als Oberding. Da geht es ja um ganz essentielle Staatsaufgaben und Probleme. Also ein bisschen eine Verweigerungshaltung, die du da gerade feststellst. Ja. Da könnten wir uns vielleicht an den Österreichern orientieren. Ja. Anna, danke dir. Gerne.